Der Held unserer Geschichte, Hans, war ein sehr erfahrener Bauer. Er wusste buchstäblich alles über seine Arbeit. Doch als Hans auf dem Maisfeld seltsame Eier entdeckte, konnte er nicht bestimmen, zu welchem Tier sie gehörten. Dabei verspürte der Mann eine unerklärliche Unruhe. Und als der Bauer später sah, wer aus diesen Eiern schlüpfte, tat er etwas, das bei seiner Frau und seinen Kindern echtes Erstaunen hervorrief. Hans lebte auf einer Farm mit seiner Frau Bonnie und 2 Töchtern, die Mary und Giselle hießen. Die Familie baute Gemüse an und hielt Schafe, Hühner und Schweine, und sowohl den Eltern als auch den Kindern gefiel das Leben in der ländlichen Abgeschiedenheit sehr. Eines Morgens, als Hans in die Küche kam, hörte er ein seltsames Geräusch von draußen. Es war noch dunkel, und der Mann konnte nichts durch das Fenster erkennen. Da Hans so ein Geräusch noch nie zuvor gehört hatte, machte er sich ein wenig Sorgen. Gerade in diesem Moment kam Bonnie unerwartet in die Küche, wodurch unser Held sogar zusammenzuckte. Er wollte nach draußen gehen, um herauszufinden, woher das Geräusch kam. Aber seine Töchter kamen gerade vom 2. Stock herunter, und so beschloss der Mann, zuerst zu frühstücken. Danach ging Hans, um die Tiere zu füttern. Er hatte das seltsame Geräusch fast vergessen, doch die Hühner, die er zuerst füttern wollte, verhielten sich aus irgendeinem Grund unruhig, und das ließ den Mann erneut nervös werden. Bald entdeckte er ziemlich große Löcher im Hühnerstall. Vielleicht hatte in der Nacht ein Fuchs versucht, zu den Vögeln zu gelangen. Als Hans verstand, warum die Hühner unruhig waren, stopfte er alle Löcher im Hühnerstall und machte sich dann auf, um die Schweine zu füttern. Sie quiekten bereits vor Hunger. Aber hatten sie jemals so laut um Futter gebeten? Der Bauer fütterte die Tiere, und sie wurden ruhig, aber irgendetwas stimmte hier nicht. Es geschah etwas sehr Seltsames. Hans spürte das, konnte aber keine klare Erklärung für seine Unruhe finden. Und da war wieder das seltsame Geräusch von irgendwo vom Feld. Der verwirrte Bauer machte sich auf den Weg zum Traktor, um zu seinem Maisfeld zu fahren. Doch der Mann hatte nicht einmal die Gelegenheit, das Fahrzeug zu starten, als der Schrei seiner jüngsten Tochter Mary ertönte. Hans sprang aus dem Traktor und sah in der Nähe ein kleines geschwächtes Kätzchen. Er wäre fast über das Tier gefahren. Es schien, als wäre das Kätzchen erschreckt worden oder sogar angegriffen worden. Hans trug das kleine Tier nach Hause und bat seine Frau, sich um es zu kümmern. Ja, der Tag war wirklich seltsam. Hans beschloss, sich nicht weiter von seiner Unruhe leiten zu lassen und nicht an irgendwelche seltsamen Ereignisse zu denken. Er wollte mit der Arbeit beginnen, schaffte es aber nicht, denn vom Feld ertönte der laute Schrei seiner ältesten Tochter Giselle. Hans nahm Mary mit und fuhr sofort mit dem Traktor zum Feld. Nach wenigen Minuten, als der Bauer bereits zu seiner Tochter gelaufen war, sah er, dass sie mit dem Finger auf einige geheimnisvolle Kugeln auf dem Feld zeigte. Der Mann schaute genauer hin und erkannte, dass es Eier eines unbekannten Tieres waren. Insgesamt waren es 10. Hans beschloss, es wäre besser, die Eier mit dem Traktor zu zerdrücken, da sie ihm zu seltsam vorkamen und außerdem Unruhe auslösten. Doch die Töchter begannen, ihn zu bitten, das nicht zu tun, denn bald würde jemand aus den Eiern schlüpfen. Die Mädchen fingen sogar an zu weinen. Schließlich überzeugten Mary und Giselle ihren Vater, die Eier in Ruhe zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt kam auch Bonnie auf das Feld. Als sie die Eier sah, rief sie sogar aus, da sie dachte, sie gehörten einer Schlange. Aber Hans sagte ihr, dass es wahrscheinlich die Eier eines ihnen bekannten Vogels seien, er müsse sich nur erinnern, welcher genau. Doch daran konnte er sich nicht erinnern. Dabei verspürte der Mann erneut eine unerklärliche Unruhe. Mary und Giselle, froh darüber, dass ihr Vater die Eier nicht zerstört hatte, brachten sogar etwas Heu aus dem Schuppen. Es sollte als warmes Bett dienen. Danach warteten die Mädchen ungeduldig darauf, dass jemand aus den Eiern schlüpfen würde. Und schließlich kam der Moment, als die Mädchen fröhlich riefen. Die Eltern wurden gerufen. Die Erwachsenen gingen zu ihren Töchtern. Es stellte sich heraus, dass auf einem Ei ein Riss erschienen war. Nach einer Weile begann die Schale zu zerbrechen, und bald erschien ein kleines Vögelchen daraus. Hans schaute genauer hin und brach plötzlich in Tränen aus, was natürlich niemand erwartet hatte. Bonnie, verwirrt, umarmte ihren Mann und begann ihn zu beruhigen. Die Mädchen waren ebenfalls verwirrt von dem, was geschah. Doch bald verstand Bonnie, dass aus dem Ei ein Küken eines Pfaues geschlüpft war. Und das erklärte alles. Der Mann erzählte ihr, dass er in seiner Kindheit, als er ein Kind war, auch auf einer Farm lebte. Er liebte es sehr, sich um Pfauen zu kümmern. Er hatte sogar einen eigenen Pfau, den er als Haustier betrachtete. Dieser Pfau war sein bester Freund. Nachdem der Vogel gestorben war, kümmerte sich Hans nie wieder um Pfauen. Natürlich konnte er seine Tränen nicht zurückhalten, als direkt vor seinen Augen ein kleines Pfauenbaby zur Welt kam. Der Bauer hielt das für ein wahres Wunder und ließ einige Exemplare auf der Farm, was Mary und Giselle sehr erfreute.
Die anderen Pfauen beschlossen, die Eheleute in ein Reservat zu geben. Dort würden die Vögel sicherlich die notwendige Pflege erhalten. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.